Also ich habe einen Physikprofessor gehabt im ersten Semester, der hat immer gesagt, wenn du das deiner Mama beim Marmelade machen nicht erklären kannst, dann hast du es nicht verstanden. Und so ist schon ein bisschen also meine persönliche Politik. Ich versuche schon, über meine Forschung zu reden, auch halt mit meiner Familie. Und bin natürlich selbst total begeistert. Da kann ich dann auch mal übers Ziel hinausschießen, wenn ich eben dann anfange zu reden. Am meisten Spaß macht mir eigentlich an meinem Arbeitsalltag, dass es so abwechslungsreich ist. Also ich kann eben in der Früh mit einem Schraubenschlüssel ins Labor gehen, ich kann Elektronik arbeiten, löten und eine halbe Stunde später am Computer sitzen und Algorithmen entwickeln und Supercomputer benutzen. Also es ist einfach total vielfältig. Ich arbeite auch mit radioaktiven Stoffen im Handschuhkasten. Und was mir auch besonders freut eigentlich jeden Tag, ist für viele leider Zeitverschwendung, sind die Meetings, wo man eben mit Leuten kommuniziert. Und ich finde es einfach total wichtig, seine Forschungsergebnisse zu Kollegen zu kommunizieren und auch zur Öffentlichkeit. Und das ist auch etwas, das mir eigentlich Freude bereitet. Also ich arbeite in einer großen Kollaboration in den USA an einer Time Projection Chamber. Das ist ein hochkomplexes, modernes Messinstrument, das wir in den letzten Jahren entwickelt haben. Das Besondere an unserem Instrument ist eben, dass wir eine dreidimensionale Teilchenbahn dieser Spaltfragmente rekonstruieren können. Und das ist ein bisschen mein Spezialgebiet. Also ich arbeite da an den Software-Algorithmen, um eben diese Rekonstruktion zu ermöglichen. Ich würde sagen, wenn man ein neugieriger Mensch ist und immer fragt, warum passieren die Dinge in unserer Umgebung, dann ist die Physik ein logischer Schluss. Und die Kernphysik hat mich irgendwie dann begonnen zu faszinieren im Laufe des Studiums. Die Kernspaltung im Speziellen ist ein extrem mächtiger Prozess, der so gut wie gar noch nicht erklärt ist im Moment. Also es gibt eben keine analytischen Erklärungen, es ist ein sehr komplexer Prozess. Die Frage nach den Anwendungen ist eben in der Grundlagenforschung immer schwierig. In meinem Fall ist es so, dass meine Messdaten direkt in die Entwicklung und Prüfung bestehender Kernmodelle eingeht und wir hoffen uns eine bessere Beschreibung der Kernspaltung. Und ich persönlich glaube, dass wir, sobald wir eine analytische Beschreibung der Kernspaltung haben, wir Anwendungen wie eben Nuklearmedizin oder Energietechnik komplett revolutionieren können. Ja, wenn man zum Beispiel die Forschungsförderung anschaut, müsste man eigentlich schließen, dass die Forschung nicht so gut dasteht, wie sie sollte in meinen Augen. Also dass man schon irgendwie von der Politik sich mehr Akzeptanz wünschen würde und natürlich dann auch die breite Öffentlichkeit mitziehen sollte. Da muss man aber wahrscheinlich auch die Wissenschaftler oder vor allem auch die Pressestellen der Institute ein bisschen in die Pflicht nehmen, um halt wirklich, wenn man Leute informiert, ist es natürlich leichter, sie zu mobilisieren, um zum Beispiel Forschungsförderung von der Politik zu fordern. Andererseits ist es aber auch so, dass die eigentliche Forschung, also das mathematische oder physikalische Problem, begleitet mich schon nach Hause. Das stört mich aber nicht, weil das ist eben meine Leidenschaft und darüber denke ich total gerne nach. Und bei mir ist es halt also die kreativsten Ideen oder die besten Ideen für ein Programm oder eine Lösung zu einem Mathematikproblem kommen eigentlich dann, wenn man das Hirn auslüftet. Also ich gehe wahnsinnig gern wandern, Bergsteigen, Klettern und Skifahren. Ich bin in Los Alamos bei der Bergrettung. Eine andere Leidenschaft für mich ist auch das Radfahren. Also ich fahre das eine oder andere Rennen hin und wieder und trainiere halt unter der Woche auch öfters. Kann auch manchmal in der Mittagspause Radfahren gehen. Die Gegend ist relativ schön in Los Alamos und wir sind auf großer Höhe, also Höhentrainingslager mehr oder weniger. Ich glaube auf jeden Fall, dass meine Familie stolz ist auf das, was ich mache. Es ist natürlich manchmal schwierig, sich vorzustellen, was ich genau mache. Vor allem, ich bin jetzt schon länger im Ausland, arbeite in einem Regierungslabor, wo es ist wahnsinnig schwierig herzuzeigen, was ich mache und wie meine tägliche Arbeit ausschaut. Es ist aber sicher so, dass ich glücklich bin mit dem, was ich mache. Es ist halt auch jetzt diese Ehre, diese Auszeichnung ist irgendwie ein großer Punkt, weil das eben die Anerkennung ist jetzt in Österreich und das hat eigentlich meinen Eltern zum Beispiel irgendwie jetzt den größten Anstoß gegeben, wirklich halt sich zu freuen mit mir, mit der Forschung und stolz zu sein. Und im täglichen Leben ist natürlich ein Luxus, etwas zu machen, das einem so unglaublich interessiert und jeden Tag das Puzzle lösen zu dürfen und hoffentlich was beizutragen.